passen Sie mal auf. Wenn das in Wirklichkeit geschehen könnte, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann wäre es um die Porzellanindustrie sehr schlecht bestellt. Auch würden die kostbaren Porzellane der alten Manufakturen nicht so hoch im Preise stehen. Nein, Porzellan verlangt, wie Sie ja selbst wissen, eine sehr sorgfältige Behandlung. Wie nun das wertvolle Porzellan, von dem Sie täglich essen, entsteht, will ich Ihnen heute zeigen, wenn Sie mir Ihre Aufmerksamkeit für einige Augenblicke schenken. Folgen Sie mir also bitte in die Porzellanfabrik von Carstens in Sorau. Da sitzen Zeichner vor ihren Reißbrettern. Sie entwerfen die künstlerischen Formen des modernen Porzellans. Von diesen gezeichneten Entwürfen wird zunächst ein Gipsmodell angefertigt. Die hierzu benutzte Maschine ist wohl einer der ältesten, die die Menschheit überhaupt kennt, nämlich die Drehscheibe, die schon vor Jahrtausenden Anwendung fand. Hier haben wir nun die eigentliche Urform. Um diese wird Gips gegossen und so entsteht die Gussform. Die Gussform soll als Negativform die flüssige Porzellanmasse aufnehmen. Das ist die Gussform, die sich aus mehreren genau aneinander passenden Teilen zusammensetzt. Im Kollergang werden härteste Steine, nämlich Quarz und Feldspat, zu Staub zermahlen. Die eigentliche Porzellanerde ist das Kaolin, ein natürlich vorkommendes Tonerde-Silikat, das jetzt dieser Quarz-Feldspat-Mischung hinzugesetzt wird. Kaolin stammt aus dem chinesischen Worte Kaoling und bedeutet Porzellanerde. Unter Zusatz von Wasser wird die Masse im Quirl gemischt. Rohrleitungen bringen die flüssige Porzellanmasse in die Gießerei. Bereit gehaltene Gussformen nehmen die edle Masse auf. Ein Teil des Wassergehaltes wird der flüssigen Mischung durch den Gips entzogen, sodass sich an der inneren Wand der Gussform eine Kruste festsetzt, die alle Einzelheiten der gewünschten Form nachbildet. Die noch flüssig gebliebene Masse wird ausgegossen. Die Kruste, die durch längeres Stehen eine gewisse Festigkeit erlangt hat, kann nun von der Form befreit werden. Bevor die Porzellanstücke gebrannt werden können, müssen sie einige Zeit an der Luft trocknen. Inzwischen wollen wir die Porzellandreherei besichtigen, wo die Tassen und Teller entstehen. Zum Drehen brauchen wir freilich eine teigartige Masse. Und darum wird dem flüssigen Gemisch, das wir im Quirl und in der Gießerei gesehen haben, der größte Teil des Wassers durch eine Filterpresse entzogen. Durch die Knetmaschine wird die notwendige Geschmeidigkeit erreicht und werden die Luftblasen entfernt. Auf dem Drehblock entsteht der Hubel. Hubel, so nennt man die Vorform zur Tasse. Das ist eine Tätigkeit, die im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl erfordert.
Eine Gipsform gibt der Tasse das gewünschte äußere Gesicht. Die Schablone bewirkt die beabsichtigte Wandstärke. Der umgekehrte Vorgang zeigt sich bei der Herstellung des Tellers. Anstelle des Hubels tritt hier eine maschinell hergestellte Platte. Die Innenseite formt also die Gipsform, die Außenseite die Schablone. So trocknet der Teller, bis er sich nach und nach von der Form löst. Die aus der Gießerei und Dreherei kommenden Porzellanstücke, die nunmehr ausgetrocknet sind, müssen durch den ersten Brand eine gewisse Festigkeit erhalten. Feuerfeste Schamottekapseln nehmen während des Brandes die rohen Porzellanstücke in sich auf. Hunderte solcher Kapseln, die das Geschirr vor der unmittelbaren Berührung mit dem Feuer beschützen, finden in den geräumigen Öfen Aufnahme. Beim Brennen herrscht eine Hitze von 8 bis 900 Grad. Zwar ist das Geschirr durch den Brand schon fest, es hat aber noch nicht die für das Porzellan charakteristische Glashärte. Denn mühelos kann man vorläufig, wie Sie hier sehen, ohne sich zu verletzen, die Tasse noch mit der Hand zerdrücken. Äußerste Vorsicht verlangt der Transport der kostbaren Stücke. Wie Sie sehen, kommen die Mädchen diesem schwierigen Geschäft mit Geschick nach. Na, die waren doch nicht vorsichtig genug. Die Flüssigkeit, die Sie hier in dem Pottich sehen, ist die Glasurmasse. Durch das Eintauchen wird der Teller mit dieser Masse überzogen, die durch den zweiten Brand ihr glasiges, glänzendes Aussehen erhält. Wieder werden die Teller in die feuerfesten Schamottekapseln verpackt, um zum zweiten Brand in den Ofen zu wandern. Diesmal sind allerdings mindestens 1500 Grad nötig, um die Glashärte zu erzielen. Wie im Anfang aus der Fantasie des Künstlers die Urform entstand, so setzt auch am Schluss die freie Arbeit der schaffenden Fantasie ein. Künstlerhände zaubern zarte Muster und Farben auf die spiegelnde Fläche. Die Porzellanmalerei ist ja von alters her eine hochgeschätzte Kunst. Aber auch auf mechanischem Wege, durch das Abziehbild, kann das gewünschte Muster erzielt werden. Jedes Stück erhält nun die Schutzmarke. Zum dritten Male tritt das Feuer in Aktion. Im Muffelofen erhält die Farbe ihre Haltbarkeit. Jetzt erst ist das Porzellan fertig. Wie diesen Meister das fertige Stück mit Genugtuung erfüllt, so wird sich auch jede Hausfrau freuen, ihre Gäste an den schönen, gedeckten Tisch zu führen. Besonders, wenn sie sich erinnert, welche Mühe und Sorgfalt die Herstellung des Porzellans erfordert. Ich danke Ihnen für Ihre liebenswürdige Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich bald wieder Gelegenheit haben werde, Ihnen Bilder anderer Industrien zu zeigen.